Das ist immer eine absolute Katastrophe. Man guckt sich am Ende des Tages sein Bauteil an. Die Schweißnähte sehen wirklich richtig gut aus. Aber wenn man ein bisschen näher hinguckt, das ganze Rohr ist krumm und schief gezogen und die Fußplatte an sich absolute Super-GAU. Die Fußplatte ist hier am Kippeln. Das heißt, hier kann man jetzt mit massiver Gewalt rangehen, um das Ganze wieder gerade zu kriegen. Vielleicht muss man es sogar wieder abschneiden. Und das muss natürlich definitiv nicht sein. Das ist ein kleines Muster, das habe ich eben geschweißt. Einfach mal auf gar nichts geachtet, einfach mal einmal rumgeschweißt und dann sieht sowas wirklich so aus. Und das ist ein 6 mm oder das ist eine 6 mm Platte, das ist ein 2 mm Rohr. Ich habe hier heute Füße für eine Toranlage, die haben nur 4 mm Platten. Von der Statik her ist das vollkommen ausreichend, aber vom Schweißen her ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und ich habe hier gerade schon mal die ersten Füße, beziehungsweise das wird in Boden einbetoniert, geschweißt und das ist hundertprozentig gerade geblieben. Und das ist eine ganz einfache Technik, wie man sowas wirklich hinbekommt. Der erste ganz wichtige Punkt ist die sogenannte Schweißreihenfolge. Man sieht, dieses Rohr ist absolut hier rübergezogen, ist auch hier seitlich rübergezogen und das muss natürlich nicht sein, das kriegt man deutlich besser hin und dafür gibt es eine sogenannte Schweißreihenfolge. Dazu muss man grundlegend wissen, da wo wir schweißen, da zieht es immer hin. Wenn wir schweißen, dann wird es hier warm, dann dehnt sich das Ganze aus, hinterher wird es kalt, dann zieht es sich zusammen und dann zieht das Rohr hier im Prinzip so rüber. Und mit dieser Schweißreihenfolge kann man halt wirklich richtig gut spielen, kann das Ganze optimieren. Man kriegt sowas natürlich nie hundertprozentig hin. Es gibt so viele Fälle, wo wirklich absolute Profis am Arbeiten sind und da auch vieles verzieht. Also hundertprozentig gerade geht es natürlich nie, aber man kann es deutlich optimieren und das reicht für die meisten Fälle schon mehr als aus. Wenn ich also mein Bauteil geheftet habe, ich hefte übrigens immer die Ecken heften, dann kann ich hier richtig schön durchschweißen. Wenn ich dann die Ecken geheftet habe, dann gehe ich so vor, ich kontrolliere mein Bauteil. Sehe dann, in welche Richtung es geschweißt werden muss und fange dann dementsprechend an. Ich nehme immer erst die kürzeren Seiten, schweiße die, schweiße also hier, schweiße da, würde also kontrollieren, zu welcher Richtung muss das Ganze noch. Wenn das Bauteil hier so ein bisschen rüber steht, dann würde ich an der Seite erst schweißen, würde es dann eventuell kurz ziehen lassen, würde dann hier schweißen, würde dann nochmal einen Blick drauf werfen. Wenn wir jetzt so sehen, wenn es noch nicht geschweißt wäre, das Bauteil steht hier rüber, dann würde ich an der Seite zuerst schweißen und dann an der Seite. Und so kann man das Ganze schon mal optimieren von der sogenannten Schweißreihenfolge her. Man sieht auch immer absolute Profis, die halten dann einfach noch mal in Kurzform den Winkel ran und sehen dann von wegen, oh, das muss noch in die Richtung und dann fangen sie an der Seite an zu schweißen. Und das ist schon mal eine elementare Grundlage. Hier in dem Fall habe ich gesehen, das Rohr steht schon so ein bisschen hier rüber und dann habe ich hier auch noch geschweißt, um das Ganze natürlich so ein bisschen zu provozieren. Das sollte man also niemals machen und das passiert natürlich halt oft unbeabsichtigt. Das Bauteil ist schon nicht hundertprozentig gerade geheftet und dann fängt man genau noch an der Stelle an, wo es eigentlich nicht hinziehen sollte. Und das kann man mit der Schweißreihenfolge nochmal deutlich beeinflussen. Der zweite ganz wichtige Punkt ist natürlich jetzt die Platte zu spannen. Spannen hilft, dass das Ganze nicht verzieht und man sollte in allen Möglichkeiten, wo man etwas schweißt, was wirklich nicht verziehen soll, das Ganze spannen. Spannen ist eine tolle Technik. Ich könnte hier zum Beispiel einfach meinen Schweißtisch nehmen, hätte die Bohrungen, die würden hier genau passen, könnte hier also Schrauben durch, dann würde ich das Ganze spannen, würde es schweißen und nach dem Schweißen würde ich warten, bis das Ganze handwarm ist, könnte es wieder abschrauben und es wäre deutlich gerader. Ist nur nicht hundertprozentig optimal. Profis nutzen noch eine ganz andere Technik, kommen wir gleich zu. Was würde ich machen, wenn ich hier keinen Tisch hätte zum Spannen? Ich kann hier irgendwas anderes unterschrauben oder auch mit kleinen Schweißpunkten fixieren. Zum Beispiel eine dicke Platte oder was natürlich auch geht, wenn ich hier mehrere Füße habe, dann schraube ich die Füße einfach zusammen. Und das ist auch eine sehr schöne Lösung, weil dann wirken die Kräfte gegeneinander. Es zieht in beide Richtungen und so spannt sich das Ganze unglaublich fest. Also wenn man das festschraubt, dann schweißt
geschweißt, dann wird man hinterher merken, dass man solche Platten deutlich schwerer wieder auseinanderkriegt. Und es gibt aber noch eine absolute Steigerungsform und das ist die sogenannte Vorspannung. Die Vorspannung habe ich hier auch genutzt. Das heißt, ich habe die nicht einfach gegeneinander gespannt. Ich habe noch ein 2 mm Blech dazwischen gebracht. Und das nennt man Vorspannung. Ich habe also, die Platte zieht im Prinzip so hoch und ich habe es zusammengespannt, habe es also schon in die andere Richtung gespannt, habe dann die sogenannte Vorspannung. Absolut einfach umzusetzen, absolut geniale Technik und das funktioniert wirklich extrem gut. Und das sieht man jetzt auch, wenn man solche Platten wieder auseinanderschraubt. Da ist jetzt schon wirklich massiv Kraft drauf. Ich habe diese Füße abkühlen lassen, eine Viertelstunde, bin dann kurz auf Toilette gegangen, kleinen Kaffee getrunken. Dann schraubt man das Ganze wieder auseinander und dann merkt man, dass es wirklich nahezu 100%ig gerade. 100% gibt es leider nie, gibt es auch bei absoluten Profis nicht. Aber man kriegt es deutlich, deutlich besser hin und das Ganze mit so einer einfachen Technik, mit so einem einfachen 2 mm Blech, dass man hier zwischensetzt. Da muss man natürlich immer individuell gucken, wie man das Ganze ein bisschen gestaltet. Aber es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich fand das jetzt hier mit diesen Fußplatten so interessant, fand das Ergebnis auch so schön, dass man diese massiven Platten hier wirklich oder diese massiven Schweißnähte hier ausführt mit diesen sehr dünnen Platten. Und am Ende des Tages hat man so ein schönes, gerades Ergebnis. Ganz einfache Sache. Geschweißt habe ich hier mit dem MEW 202, ist eins meiner absoluten Lieblingsschweißgeräte. Ich habe hier mit Puls geschweißt. Der eine oder andere wird jetzt auch schon jammern und sagen, oh, es ist ja alles so stark verrostet. Das ist leider sehr häufig, dass Leute zu mir kommen, sagen von wegen gerade Freundes- und Bekanntenkreis, ich habe hier noch altes Material, können wir das daraus nicht bauen? In der Regel sage ich immer, kannst du nicht was Neues kaufen oder kann man das nicht vorher strahlen? Hier in dem Fall habe ich natürlich gesagt, mache ich, ist kein Problem. Habe das Ganze geschweißt, Nahtbereich so gut es geht sauber gemacht und dann arbeite ich mit dem Puls. Der Puls ist so energetisch, der brennt da wirklich alles raus. Das Mack-Schweißen verzeiht sowieso einiges. Wir wollen hier keine Nähte für ein Kernkraftwerk schweißen oder so, da wäre das natürlich ein absolutes No-Go oder eine Schweißerprüfung, aber so von der Festigkeit muss man sich hier auch bei solchen Bauteilen überhaupt keine Gedanken machen. Der Puls so energetisch, kann man hier richtig schön schweißen. Ergebnisse sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Ist nahezu spritzerfrei, auch 100%ig spritzerfrei ist natürlich schwierig oder gibt es wirklich nur sehr, sehr selten. Aber an sich von wegen ganz einfache Technik. Und diese Schweißgeschwindigkeit beim Pulsen, die macht natürlich auch wieder einiges aus. Weil wenn ich normal Mic-Mac schweiße, dann ist so eine Naht sicherlich so, dass sie mindestens doppelt so lange oder 30-40% länger dauert. So hier beim Schweißen mit Puls ist es so, dass ich einmal hier komplett durchziehe und das war's. Ist im Prinzip sehr simpel von der Anwendung. Ergebnisse sind toll und mit so einem Gerät hier, das sich wirklich wie von Zauberhand von selbst einstellt, ist sowas auch ganz einfach möglich. Ich wollte das hier in Kurzform mal zeigen, weil ich das immer interessant finde und weil ich auch immer wieder Nachrichten kriege von Leuten, die hier Probleme haben. Ich werde jetzt hier noch die letzte Fußplatte verschweißen. Das ist auch im Prinzip ganz einfach. Ich habe mir oben so einen Winkel angeheftet. Die anderen Fußplatten habe ich einfach mit einem Magneten, mit einem schaltbaren Magneten geheftet. Kann man sich dann schön positionieren. Hier wird das Ganze schwer. Das ist so ein mittlerer Pfosten, den habe ich auch noch mal komplett zusammengeschweißt. Und jetzt habe ich mir hier oben Blech angeheftet. Jetzt kann ich das Ganze schön kontrollieren und dann kriegt das Hefter und dann werde ich hier auch die letzte Fußplatte anschweißen. Ich habe hier 2 Füße schon geschweißt. Die sind wie gesagt schön gerade geblieben. Die anderen beiden hier, die sind noch im gespannten Zustand. Sieht man auch, dass hier wirklich richtig massiv Spannung drauf ist. Und gleich werde ich das Ganze lösen und ich bin mir sicher, die werden auch wieder 100%ig gerade sein. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni. Das sind dann die Unterteile zum Einbetonieren fertig. Ist noch ein bisschen Schrott jeweils dran gekommen, dass man das natürlich vernünftig einbetonieren kann, sich das jetzt nicht gleich wieder löst, dass man das nicht rausziehen kann. Bei so einem Tor, da treten ja auch ganz gute Kräfte auf. Und ich habe unten immer Muttern angeschweißt. Platten sehen richtig gerade aus. Hier stehen die Pfosten, die 3 Pfosten. Sieht man auch, wenn man sich die so anguckt, von wegen Abstand ist wirklich auch auf die Höhe richtig gleich optisch. Also das ist wirklich richtig schön gerade geworden. Und das Ganze ohne, dass man hinterher großartig irgendwas nachrichtet, dass man da mit dem Hammer drauf rumkloppen muss. Ganz einfach schweißen, ganz einfach ein bisschen überlegen, was man macht. Und mit so einer einfachen Technik klappt das dann völlig problemlos.